Wir haben viel über Studienergebnisse geredet, gestern und heute. Wenn man über Studien redet, ist es natürlich wichtig, ganz entscheidend, über die Qualität dieser Studien, über die Qualität der Forschung zu reden. Und genau das macht Frau Mons jetzt. Sie ist Soziologin und Volkswirtschaftlerin und Professorin für kardiovaskuläre Epidemiologie des Alterns am Universitätsklinikum in Köln. Ja, vielen Dank. Hier muss ich jetzt nicht drücken, oder? Nee, Sie müssen nicht drücken. Wenn es grün leuchtet, müssen Sie nicht drücken. Okay, dann der Pointer. Ja, also ich glaube, wir haben das jetzt gerade gesehen, die Risikowahrnehmung in der Bevölkerung ist ja extrem verzerrt und eine Ursache des Ganzen kann eben auch die Forschung zu E-Zigaretten sein. Und deswegen möchte ich mich ein bisschen hier jetzt auch mit der Qualität der Studien auseinandersetzen. Ich beginne. Ja, mit meiner Transparenzerklärung, das ist jetzt sehr ausführlich, das mache ich in der Regel immer so. Ich habe keine finanziellen Interessenskonflikte, aber es gibt ja natürlich eine ganze Vielzahl an anderen Dingen, die auch eine Rolle spielen und einen Einfluss haben auf meine Haltung und meine Einstellung, beispielsweise, dass ich an der Leitlinie Tabakentwöhnung mitgearbeitet habe, dass ich in verschiedenen Fachgesellschaften aktiv bin. Ein Haupteinflussfaktor habe ich jetzt gar nicht hier aufgeschrieben, aber ich bin natürlich selbst Wissenschaftlerin und mit ganzem Herzen dabei und mir liegt die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die Wissenschaft eben sehr am Herzen. Ja, ich möchte mit einer Bestandsaufnahme beginnen und habe jetzt hier einen Einstieg, quasi so eine Art Kontinuum dargestellt, wo wir eben quasi die ganze Bandbreite an wissenschaftlichem Fehlverhalten sehen. Und da haben wir natürlich hier am extremen Ende natürlich den Fall, wo es wirklich Betrug gibt, wo eben ganze Studienergebnisse, Daten gefälscht werden. Und das sind Einzelfälle, nicht gerade weniger. Also man muss sich nur hier dieses Leaderboard einmal anschauen auf Retraction Watch. Also welche Forscher mussten denn einen Großteil ihrer Ergebnisse zurückziehen, oder die Ergebnisse wurden ja teilweise von den Journals zurückgezogen. Auf Platz 2 haben wir auch gleich einen Deutschen. Es gibt auch ein ganz tolles Buch, Plastic Fantastic, hier von Eugenie Reich, was ich sehr empfehlen kann, wo eben so ein kompletter Fall einfach mal komplett aufgerollt wird. Das war ein deutscher Physiker in den USA, der eine wahnsinnige Karriere hingelegt hat, zahlreiche Publikationen in Nature und in Science veröffentlicht hat. Und ja, nach einigen Jahren hat sich dann herausgestellt, das waren alles erfundene Daten und die ganzen Studien wurden zurückgezogen. Und dieses Buch versucht eben aufzuarbeiten, was sind denn eigentlich auch zum Teil die Gründe, die Strukturen, die das ein Stück weit auch begünstigen, dass es dann letztendlich zu solchem individuellen Fehlverhalten kommt. Es gibt aber eine ganz große Bandbreite auch dazwischen. Und hier am unteren Ende, und das ist das, worauf ich mich heute auch fokussieren möchte, ist es eben einen ganz großen Graubereich an schlechter wissenschaftlicher Praxis. Einige von Ihnen werden das sicherlich kennen. Das Ganze beruht auf einem Beitrag, den ich für einen Sammelband von Heino Stöver vor ein paar Jahren geschrieben habe. Eine Kurzfassung davon ist im Deutschen Ärzteblatt erfolgt. Ich habe auch diesen Vortrag in einer anderen Form schon mal gehalten vor einem halben Jahr. Und in diesem Beitrag befasse ich mich im Wesentlichen mit Fehlerquellen von Beobachtungsstudien. Also mein Fokus ist jetzt, gestern hat ja auch immer wieder angeklungen, es gibt auch Limitationen und Schwierigkeiten bei Laborstudien, In-vitro-Studien etc. Da möchte ich mich gar nicht drauf fokussieren. Ich bin Epidemiologin, ich befasse mich mit Beobachtungsstudien und Beobachtungsstudien haben eben inhärent eine ganze Reihe an Fehlerquellen. Das ist einmal der Bias, also die Verzerrung. Da gibt es zwei Formen. Soll jetzt keine Epidemiologie-Vorlesung werden, aber es gibt eben verschiedene Verzerrungen, die eben dadurch entstehen, wie wir bestimmte Teilnehmende in unsere Studien einschließen, wer eine größere Bereitschaft hat, an Studien teilzunehmen. Es gibt den Informationsbias, wo es eben darum geht, ist das, was wir messen, eben tatsächlich das, was wir eigentlich abbilden wollen, was der Wahrheit entspricht. Ganz großes Problem ist Confounding, also Störfaktoren, die die Assoziationen verzerren. Und auch das ist Beobachtungsstudien inhärent, selbst wenn wir einige Studiendesigns haben, wie prospektive Kohortenstudien, wo man zumindest Hinweise bekommt auf die Temporalität, also was war zuerst, was kam später, heißt das eben nicht, dass wir Kausalität nachweisen können. Und sehr oft, insbesondere wenn wir eben Studiendesigns haben, Querschnittsstudien, können wir eben oftmals nicht sagen, was zuerst war und haben dann eben sehr oft das Problem der unklaren Kausalrichtung und umgekehrter Kausalität. Das Ganze, habe ich gesagt, sind inhärente
Fehlerquellen, die wir in diesen Studien haben. Mit denen müssen wir umgehen. Es gibt nicht die perfekte Studie, die sowas komplett umgehen kann. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man eben die Ergebnisse dann auch umfassend, transparent diskutiert. Und viele Probleme entstehen dann eben auch in der Interpretation und Präsentation der Ergebnisse. Da gibt es verschiedene Probleme. Das eine ist Überinterpretation, also man zieht kausale Schlussfolgerungen, obwohl es eben eigentlich andere plausible Erklärungen gibt, die sich eben aus diesen, also verschiedene Fehlerquellen, die es da eben gibt. Überbewertung haben wir immer wieder, das heißt, es werden irreführende Eindrücke hinsichtlich der Größe oder Bedeutung von Effekten erzeugt. Also wenn jetzt irgendwas von 1% auf 2% ansteigt, dann kann man natürlich sagen, das ist eine Verdopplung, aber es ist auch eben irreführend. Dann die Überverallgemeinerung, wo eben über die Studienbedingungen, die Grundgesamtheit oder die Instrumente heraus verallgemeinert wird. Studien mit nur kleinen Fallzahlen beispielsweise oder was wir sehr oft sehen, dass eben quasi das einmalige Experimentieren mit E-Zigaretten als Einstieg in den E-Zigarettenkonsum interpretiert wird. Und dann Cherry-Picking. Das haben wir sowohl bei Einzelstudien, aber sehr oft auch bei Übersichtsarbeiten, dass eben selektiv einfach diejenigen Ergebnisse rausgepickt werden, die die eigene Sichtweise unterstützen. Es gibt verschiedene Stellen, wo diese Probleme auftreten. Ich habe es gerade eben gesagt, beim Studiendesign. Man kann natürlich Vorkehrungen treffen, solche Bias, solche Verzerrungen zu reduzieren, zu minimieren. Wenn man das nicht macht, dann hat man da eben große Probleme. Ungeeignete Analysemethoden, auch das sehe ich sehr oft. Oder eben, dass Daten und Instrumente herangezogen sind, die eigentlich die Fragestellung gar nicht beantworten können. Ein großes Problem haben wir bei der Datenanalyse und da sind wir eben auch in diesem Bereich gute wissenschaftliche Praxis. Das, was glaube ich, sehr oft gemacht wird, was man aber eben oft in Studien nicht ansieht, das ist das Problem des P-Hacking. Also gerade wenn man eben Beobachtungsstudien hat, wo man ganz viel miteinander assoziieren kann und das dann einfach alles durch das Analyseprogramm durchjagt und sich dann eben diejenigen Ergebnisse aussucht, die eben besonders schön signifikant sind, schöne Assoziationen zeigen. Und damit verbunden auch das Problem des Harking, also HARK, das steht für Hypothesizing After the Results Are Known. Das heißt also, man bastelt sich dann zu diesem schönen, signifikanten Ergebnis, was man in den Daten gefunden hat, dann diese Hypothese, die das dann schön unterstützt und stellt es aber im Nachhinein dann in der Publikation so dar, als hätte zuerst die Hypothese gestanden, dann die Datenanalyse und die Ergebnisse hätten die Hypothese unterstützt. Etwas, das meines Erachtens sehr weit verbreitet ist, aber das man eben letztendlich nur schwer erkennen kann. Dann habe ich es eben im Prinzip schon gesagt, im Manuskript selbst, in Originalarbeiten, aber auch in Übersichtsarbeiten, wo eben dann eben die entsprechenden Fehlerquellen nicht ausreichend diskutiert werden. Zwei andere Probleme, die ich jetzt hier zumindest noch nenne, aber jetzt in der Kürze der Zeit nicht ausführen kann, aber wir sehen es eben sehr oft, dass teilweise der Artikel vielleicht sogar einigermaßen differenziert ist, aber denen eben die Pressemitteilung bestimmte Ergebnisse rausgreift und dann eben überinterpretiert, überverallgemeinert und so weiter. Und das ist eben letztendlich ja das, was in der Bevölkerung ankommt und dann eben möglicherweise zu einer verzerrten Risikowahrnehmung auch führt. Und das andere Problem, das ist gestern auch von Tobias Rüther ja angerissen worden, in Stellungnahmen und Positionspapieren, wo eben sehr oft auch dieses Cherry-Picking verbreitet ist und letztendlich der Anschein von Wissenschaftlichkeit gegeben wird, aber tatsächlich eben letztendlich nur Studien rausgepickt wurden, die eben die eigene Sichtweise unterstützen. Ich will jetzt heute in dem Vortrag zwei spezielle Probleme rauspicken, nämlich Gateway und gleich dann eben noch Studien zu den Risiken von E-Zigaretten. Gateway ist ja auch sehr detailliert diskutiert worden. Wir haben es auch gestern schon gehört. Im Wesentlichen gibt es da zwei konkurrierende Hypothesen. Das eine ist sozusagen die kausale Interpretation, also dass die Exposition, also in dem Fall Konsum von E-Zigaretten dazu führt, dass eben zu einem späteren Zeitpunkt auch das Rauchen begonnen wird, dass also wir hier so ein Gateway haben und der E-Zigarettenkonsum eben verantwortlich ist dafür, dass später dann eben schädlichere Produkte verwendet werden. Die konkurrierende Hypothese ist die Common Liability Hypothese, die vielmehr sagt, dass das eigentliche Problem die verschiedenen anderen Risikofaktoren sind,
die den Einstieg in den Zigarettenkonsum begünstigen. Das können familiäre Faktoren sein, Rauchen im Freundeskreis, also Peer-Konsum, auch viele psychologische Faktoren, vielleicht sogar genetische Faktoren. Und diese Faktoren begünstigen sowohl den E-Zigarettenkonsum als auch den Zigarettenkonsum, den Alkoholkonsum, den Shisha-Konsum und vieles mehr. Und diese Hypothese besagt eben, dass das Eigentliche, was hier eben zugrunde liegt, diese gemeinsamen Risikofaktoren sind. Und das ist im Prinzip das, was wir in der Epidemiologie ein klassisches Confounding-Problem nennen. Wir haben Faktoren, die sowohl assoziiert sind mit der Exposition, in dem Fall der Konsum von E-Zigaretten, als auch assoziiert sind mit dem Einstieg ins Rauchen. Und was dann eben statistisch passiert, ist, dass uns diese Confounder, diese Störfaktoren, die Assoziation, die wir hier eigentlich untersuchen wollen, komplett verzerrt. Das kann zu einer Verstärkung des Effekts führen, zu einer Umkehrung des Effekts oder zu einer Abschwächung. Und in diesem Beispiel würde es zu einer, wenn diese Confounder nicht ausreichend berücksichtigt werden, würde es eben dazu führen, dass wir eine Verstärkung dieser Assoziation haben. Und es gibt hier eine sehr schöne Studie, die vor kurzem erschienen ist, die genau das nahelegt. Und zwar haben die hier eine sehr umfassende Analyse gemacht der US-amerikanischen PATH-Studie und haben sich tatsächlich mal angeschaut, was passiert denn, wenn man in den verschiedenen Analysemodellen immer mehr von diesen Störfaktoren mit reinnimmt. Und das sehen Sie im Prinzip hier. Die haben, da hat jetzt die... gut, da hatte ich eigentlich eine wunderschöne Animation, das hat jetzt nicht funktioniert, aber gut. Wir sehen also hier die verschiedenen Wellen, die Erhebungswellen, die da verwendet werden. Also das heißt, Sie haben sich auch angeschaut, wenn man eben unterschiedliche Daten rausgreift. Und Sie sehen eben hier in dem ersten Modell, das einfach nur so ein paar soziodemografische Variablen mit einbezieht. Das heißt, statistisch dafür kontrolliert und rausrechnet, dass es hier einen relativ großen Zusammenhang gibt. Also überall so zwischen 4 bis 6 ist dieses Odds Ratio. Das heißt also hier eine relativ starke Assoziation. Das heißt also, diejenigen, die E-Zigaretten verwenden, haben eine bis zu 5-, 6-fach höhere Chance, auch Zigaretten zu verwenden. Und dann haben wir das nächste Modell hier und Sie sehen schon, das ist schon ein Stück weit abgeschwächt. Hier wurden dann familiäre Faktoren und Freunde mit reingezogen. Dann haben wir dieses Modell, das dritte Modell, da wird dann zusätzlich auch noch andere psychologische Faktoren mit einberechnet. Und dann haben wir hier das vierte Modell, wo noch verschiedene andere verhaltensbezogene Risikofaktoren, die Nutzung von anderen Tabakprodukten, von Marihuana, von Alkohol und so weiter mit eingezogen wurde. Und Sie sehen, am Ende bleibt nicht mehr viel übrig von dieser Assoziation. Die wird immer weiter abgeschwächt, was eben ein klassisches Beispiel für Confounding ist, dass eben tatsächlich die zugrunde liegende also die Assoziation tatsächlich eben von verschiedenen dahinterliegenden Risikofaktoren bestimmt wird. Und das heißt, wenn wir eben ein Modell bauen, das eben nur so ein paar dieser Risikofaktoren enthält, dann haben wir eben völlig überzogene Assoziationen. Hier auf dem Bildschirm wird es sogar angezeigt. Naja, eine schöne Animation. Genau, und es gibt noch eine andere Studie, die, glaube ich, letztes Jahr schon erschienen ist, die da auch noch mal drauf verweist und also eine Übersichtsarbeit, die sich befasst hat eben auch mit diesen ganzen methodischen Problemen und es sind noch andere, die da eine Rolle spielen und eben auch ganz klar sagt, also dass die Evidenz doch stark begrenzt ist, eben durch unter anderem eben diese inadäquate Adjustierung für potenzielle Störfaktoren. Und um eben auch diese Gateway-Diskussion ein bisschen abzurunden, also es ist tatsächlich mittlerweile eigentlich so, dass wenn wir dieses Gesamtbild betrachten, das wirklich sehr, sehr wenig spricht für einen kausalen Effekt, aber sehr, sehr viel eben für diese Common Liability-Hypothese. Es hat ja auch gestern auf meine Nachfrage hin Professor Hanewinkel eben dargestellt, dass es eben tatsächlich ganz, ganz viele Assoziationen gibt zwischen dem E-Zigarettenkonsum und dem Rauchen, zwischen Rauchen und Shisha-Konsum. Also letztendlich alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Das zugrunde liegende sind wahrscheinlich eher die gemeinsamen Risikofaktoren, die generell eben eine höhere Bereitschaft zu Substanzkonsum bestimmen. Und auch das andere, wenn wir jetzt auch auf die Bevölkerungsperspektive schauen, wir haben ja viele Länder, wo es zum Teil durchaus
also das Beispiel USA, das gestern auch angeführt wurde, wo jetzt bis zwischenzeitlich die Situation durchaus dramatisch war. Trotzdem sehen wir dort einen wirklich mittlerweile historischen Tiefstand des Zigarettenrauchens. Und wenn es wirklich eben einen kausalen Zusammenhang gäbe, wenn diese Gateway-Hypothese wirklich oder dieses Gateway wirklich kausal wäre, dann müssten wir mittlerweile ja einen Anstieg sehen des Rauchens. Das tun wir nicht. Wir sehen einen weiteren Rückgang. Es spricht sehr, sehr wenig für einen kausalen Gateway-Effekt. So, ja, das Thema Gesundheitsrisiken. Ich habe da auch gestern die ein oder andere Studie gesehen, die immer wieder auch zitiert wurde in einzelnen Vorträgen, die durchaus eben nicht unproblematisch sind. Und hier haben wir eben das Problem, was ich eben schon angesprochen habe, der unklaren Kausalität. Wir haben eben einfach bislang noch nicht die Langzeitstudien, die langen prospektiven Kohortenstudien. Und deswegen sind eben vielfach Studien ausgewertet worden mit einem querschnittlichen Design, wo eben gleichzeitig erhoben wurde, habt ihr schon mal E-Zigaretten verwendet, habt ihr schon mal einen Herzinfarkt gehabt oder habt ihr eine COPD und so weiter. Und dann wird dann eben geschaut, ob da ein Zusammenhang besteht. Und die Hypothese, die dahinter steht, ist dann eben natürlich, dass der Konsum von E-Zigaretten Risikofaktor ist für beispielsweise Herzinfarkt. Und das Problem aber bei diesen Studiendesigns ist eben, dass sehr oft nicht nachvollzogen werden kann, was war denn zuerst? Also ist es tatsächlich so, dass zuerst die E-Zigarette verwendet wurde und dann der Herzinfarkt erfolgt ist? Oder ist es nicht vielmehr so, dass die Menschen eine Erkrankung haben, eine chronische Erkrankung, die eben die Bereitschaft erhöht, auf die E-Zigarette als weniger schädliches Produkt zu wechseln? Ein großes Problem auch hier das Confounding, also sehr oft wird auch nicht hinreichend kontrolliert für den früheren Zigarettenkonsum, weil wir haben natürlich auch das Problem, dass die Mehrzahl der E-Zigarettennutzer früher auch Tabak verwendet haben und natürlich dieses Risiko mitnehmen. Und hier gibt es eben dieses berühmte Herzinfarkt-Studie, wo eben genau das passiert ist. Die ist auch mittlerweile zum Glück zurückgezogen worden. Es gibt aber andere ähnliche Studien dieser Autorengruppe, die bislang nicht zurückgezogen wurden, aber genau dieselbe Problematik haben, dass sich nämlich eben tatsächlich herausgestellt hat, dass man gar nicht so genau sagen kann, was war denn nun zuerst. Und es gab eben gerade auch von dieser Studie eine umfassende Reanalyse durch eine andere Autorengruppe, die eben tatsächlich dann herausgefunden haben, dass die Herzinfarkte eben teilweise sehr weit in der Vergangenheit lagen. Es waren sowieso nur wenige Fälle, weil die auch ein Fallzahlproblem hatten, auch noch andere methodische Probleme. Aber tatsächlich sagt eben diese Studie, die die Daten nochmal reanalysiert hat, dass es eigentlich da keinen Beleg für einen Zusammenhang gibt, dass also E-Zigarettenkonsum nicht mit Herzinfarktrisiko assoziiert ist in diesen Daten. Was nicht ausschließt, dass es Risiken gibt, aber sie lassen sich eben nicht mit diesen Daten so einfach zeigen. Und hier auch der ganz klare Aufruf an die wissenschaftliche Gemeinschaft eben, dass eben dass die öffentliche Kommunikation von solchen Ergebnissen auch ganz essentiell ist. Hier ein anderes Beispiel, das zum Glück nicht so in den Medien aufgetaucht ist, aber da geht es auch um den Zusammenhang zwischen E-Zigarettennutzung und COPD, also der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. Und wenn man sich hier so die Einleitung durchliest, dann sehen Sie hier große nationale Stichprobe repräsentativ von Erwachsenen über dem Alter von 18 Jahren. Dann guckt man aber genau in die Ergebnisse rein und dann sieht man, die sind 18 bis 24 Jahre alt. Und es geht hier um COPD, das muss man sich mal vorstellen, eine Erkrankung, die im mittleren bis höheren Erwachsenenalter auftritt, häufig viel zu spät diskutiert wird. Jahrzehntelang Zigarettenkonsum führt zu COPD und dann sollen die hier bei 18 bis 24-Jährigen, die dann auch noch hier tatsächlich COPD angeben, also aus meiner Sicht völlig unplausibel. Und das ist so ein Beispiel für eine Studie, die eigentlich nie hätte veröffentlicht werden dürfen. Die finden da auch einen Zusammenhang, aber also das ist natürlich überhaupt nicht belastbar. So, mir ist es jetzt ganz wichtig zu sagen, dass es mir hier nicht darum geht, Studien zu diskreditieren, die sich mit den Risiken von E-Zigaretten befassen. Ganz im Gegenteil, wir brauchen solche Studien, aber wir brauchen eben auch gute Studien, die uns wirklich auch Hinweise geben, belastbare Hinweise, die dann eben in der Gesamtheit uns weiterbringen. Und das andere, was ich sagen möchte, ist, dass es natürlich eben immer auch Einzelfälle sind, aber es geht mir auch um die strukturellen Ursachen des Ganzen. Und das führt jetzt natürlich ein ganzes Stück weiter, weil hier geht es wirklich um Anstrengungen letztendlich
für die gesamte wissenschaftliche Community. Aber für mich ist das ein wichtiges Thema und deswegen will ich es eben hier auch diskutieren. Und das fängt eben natürlich ganz am Anfang an. Wir brauchen eben eine bessere Ausbildung. Es ist ja schon so, dass in der wissenschaftlichen Lehre und Ausbildung, wenn überhaupt, nur wissenschaftliches Arbeiten vermittelt wird, aber nicht notwendigerweise gute wissenschaftliche Praxis. Ich weiß das aus der eigenen Erfahrung. Uns hat es keiner beigebracht in meinem 2. Semester, das Forschungspraktikum. Wir haben Pi gehackt, wie es nur ging. Wir haben die wunderschönsten Assoziationen rausgesucht. Das hat uns aber eben auch keiner erklärt. Und ich hatte das große Glück, in der Folge gute Mentoren zu haben, die mir eben gute wissenschaftliche Praxis vermittelt haben. Und mal ganz abgesehen von einigen Fächern, wo später viel Wissenschaft gemacht wird, aber eben Wissenschaft in der Lehre fast gar nicht vorkommt. Das heißt, es muss wirklich konsequent auch gute wissenschaftliche Praxis in der Ausbildung vermittelt werden und eben auch bei Abschlussarbeiten eingefordert werden. Ein anderes großes Problem, die Studienzahlen explodieren ja geradezu. Das hängt eben damit zusammen, dass wir in einem Wissenschaftssystem sind, in dem eben eine hohe Zahl von Publikationen honoriert wird. Und es wird auch honoriert, dass man eben in besonders renommierten Fachzeitschriften publiziert hat. Auch gestern wurde das immer wieder mal angeführt, das ist eine Studie, die wurde in dem und dem Journal veröffentlicht. Und um in ein renommiertes Journal reinzukommen, braucht man eben Publikationen mit einem hohen Neuigkeitswert. Und das ist einfach ein immenser Anreiz, es mit der Sorgfalt eben nicht ganz so genau zu nehmen. Und das ist sicherlich kein Zufall, dass eben gerade Science und Nature mit zu den Journals gehören, wo die meisten Studien später zurückgezogen werden müssen. Und das ist jetzt gar nicht so leicht, das jetzt zu sagen, weil auch ich werde nach der Zahl und Qualität meiner Studien evaluiert. Aber nichtsdestotrotz, wir haben eben ein großes Problem hier. Also wir bräuchten andere Evaluationsmetriken, die eben stärker darauf fokussieren, wie ist denn die Qualität der Arbeit, nicht die Qualität des Journals. Und eben auch nicht darauf so stark fokussieren, wie viele Publikationen hat man denn veröffentlicht, sondern wie gut sind die. Das andere, wir haben eine wissenschaftliche Selbstkontrolle, die sehr, sehr wichtig ist, die aber eben auch nicht immer perfekt funktioniert. Ein großes Problem haben wir eben auch, also ich habe eben Beispiele gezeigt von Studien, die sind eben durch das Peer Review gegangen. Die wurden peer reviewed und sind trotzdem so veröffentlicht worden. Und hier haben wir eben ein großes Problem, weil wir ein Begutachtungssystem haben, was eben durchaus verzerren kann. Zum einen, weil es eben einseitig verblindet ist, also wir haben selten komplett transparente Begutachtungssysteme. Das heißt, auf der einen Seite wissen die GutachterInnen, wessen Studie sie da lesen. Aber wenn ich ein Gutachten zurückbekomme, sind die meistens anonymisiert. Und das Ganze ist intransparent. Es wird eben oftmals nicht veröffentlicht und es gibt da eine ganze Menge Anstrengungen, das zu ändern und verschiedene Journals, die das auch komplett anders machen und eben unverblindete Systeme haben, offene Begutachtungssysteme und tatsächlich auch sämtliche Gutachten und Repliken am Ende mit dem Artikel mit veröffentlichen, sodass man das dann auch im Nachhinein kritisch überprüfen kann. Und wir brauchen eine offene und transparentere Wissenschaft, die eben dieses P-Hacking und diese ganzen Dinge, auch Hacking und Betrug letztendlich besser erkennbar macht, weil vieles davon kann man eben auch gut verstecken, wenn man das möchte. Ein gutes Beispiel ist hier eben die Open Science Praxis, wo eben die Analyseprotokolle vor Durchführung der Studie registriert werden. Das hat Daniel Kotz bei seinem Vortrag gestern sehr schön gezeigt. Die haben das eben genauso gemacht, haben vorher überlegt, wie sie die Daten auswerten, haben es dann genauso gemacht und veröffentlicht. Das ist eben eine Praxis, wenn das konsequent eingefordert wird, die es eben auch erschwert, unwissenschaftlich zu arbeiten oder eben sogar zu betrügen. Und auch das brauchen wir, ein umfassendes Verständnis von Interessenskonflikten. Also man kann nicht einfach nur sagen, ich werde nicht von der Industrie bezahlt, weil es gibt eben auch viele andere Dinge, die einen Einfluss haben auf unsere Einstellung und Haltung. Und da muss man eben eigentlich auch wesentlich breitere Deklarationen eigentlich einfordern. Ja, zum Abschluss. Wir haben hier durchaus ein Problem, das haben wir nicht nur bei den E-Zigaretten, das haben wir auch in anderen Bereichen. Bei Covid ist es ja ganz massiv auch zutage getreten. Und das grundsätzliche Problem ist einfach, dass eben solche fragwürdigen Studien der Glaubwürdigkeit der Wissenschaft, hier in dem Fall der Tabakkontrolle,
einfach schadet. Und ja, ich weiß, dass viele den Anspruch haben, den Gesundheitsschutz voranzubringen, wenn sie eben solche Studien machen, aber der Zweck heiligt eben nicht die Mittel. Es ist aus meiner Sicht inakzeptabel, wenn man eben im Sinne des Gesundheitsschutzes die Wissenschaft mit Füßen tritt. Und wir bleiben alle mal hinter dem wissenschaftlichen Anspruch zurück. Ich nehme mich da nicht aus. Das heißt, das Entscheidende ist, dass wir uns eben auch ständig selbst hinterfragen. Dass wir ständig auch hinterfragen, ist das jetzt wirklich das, was ich aus dieser Studie rauslese, oder will ich das jetzt nur einfach so sehen? Das heißt, wir müssen uns ständig selbst hinterfragen und wir müssen auch die Arbeit anderer hinterfragen dürfen. Also ich habe oft auch gehört, na, das ist aber doch veröffentlicht in dem und dem Journal, das ist ein hochrangiger Wissenschaftler, das ist schon alles in Ordnung. Das ist es nicht unbedingt. Das heißt, wir müssen hier auch skeptisch sein. Das ist das, was wissenschaftliche Selbstkontrolle ausmacht, und das ist letztendlich auch das, was wissenschaftlichen Fortschritt bringt. Und auch das ganz wichtig, natürlich entwickelt sich die Studienlage weiter. Also ein paar von den Studien, die am Anfang rausgekommen sind zu E-Zigaretten, die waren eben einfach nur wenig belastbar, aber das liegt in der Natur der Sache. Man braucht am Anfang eben auch schnell erste Ergebnisse, aber die Studienlage entwickelt sich weiter. Mit der Zeit wurden die Studien besser, wir hatten bessere Daten, es wurden eben dann auch entsprechend weitere Studien gemacht. Aber deswegen muss man natürlich auch regelmäßig die Studienlage neu bewerten und da natürlich eben auch immer die Studienqualität mit berücksichtigen und eben nicht irgendwie cherrypicken, was da vor ein paar Jahren mal rausgekommen ist und die eigene Sichtweise unterstützt. Ja, und das andere, was ich eben genannt habe, die verschiedenen Punkte, wo wir viel Anstrengungen brauchen, um das Wissenschaftssystem entsprechend zu reformieren. Hier ist es nochmal aufgeführt. Das ist natürlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Abschließend möchte ich noch mit einem Zitat von Doug Altman, der hat, glaube ich, schon in den 90er Jahren ein Editorial im BMJ veröffentlicht mit dem Namen The Scandal of Poor Medical Research und hat folgenden schlauen Satz gesagt, den ich hier gerne zitieren möchte: Wir brauchen bessere Forschung, wir brauchen weniger Forschung, bessere Forschung und Forschung aus den richtigen Gründen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Frau Mons.